guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, as you all know, today is Wednesday, so we are up with the German news. Yes guys, you heard it correct, and the whole news is all about India under extreme heat. So yes, you gonna know exactly what it is in the starting, that what exactly the topic is. We're gonna explain you that what exactly the topic is, and then we will be going into the topic. Everything will be in German but with English subtitles, so make sure to subscribe German Gyan. And if you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes and whatnot. So without wasting time, let's get into the video. This news is about the increasing threat of extreme heat in India due to a meteorological phenomena called the heat dome. A recent study has shown that 76% of India's population is at high risk or very high risk because of this phenomena. India is in the grip of an intense heat wave, and it's not just the temperature that's rising, it's the risk to millions of lives. Delhi bereitet sich auf einen weiteren Tag unerbittlicher Hitze vor. Es wird erwartet, dass die Temperaturen die glühenden 45 Degree Celsius liegen werden. In Sri Ganganagar in Rajasthan kletterte das Quecksilber am Montag auf Schwelle 47,3 Degree Celsius, was ein Zeichen für die Intensität der anhaltenden Hitzewelle ist. Meteorologen warnen davor, dass sich die Bedingungen weiter verschlechtern und Teile des Landes in die Nähe rekordverdächtiger Höchsttemperaturen rücken könnten. Die höchste jemals in Indien gemessene Temperatur betrug im Mai 2016 in Phalodi, Rajasthan, schwindelerregende 51 Degree Celsius. Da sich die Temperaturen erneut auf diesen extremen Wert zu bewegen, wird die Nation auf eindringliche Weise an die eskalierenden Auswirkungen extremer Wetterverhältnisse erinnert. Hitzewellen sind nicht mehr nur eine Unannehmlichkeit, sie werden zu einer Krise für die öffentliche Gesundheit, zu einem wirtschaftlichen Störfaktor und zu einem ökologischen Weckruf. Eine gefährdete Nation. Eine aktuelle Studie zeichnet ein düsteres Bild. 76% der indischen Bevölkerung sind durch extreme Hitze stark bis sehr stark gefährdet. Diese Gefährdung wird durch eine Kombination aus steigenden Temperaturen, lang anhaltenden Hitzewelle und einem als Heatdome bekannten Wetterphänomen verursacht, das immer häufiger auftritt und ein gefährliches Merkmal des indischen Klimas darstellt. Mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen, die sich über die unterschiedlichsten Regionen verteilen, von dicht gedrängten städtischen Zentren bis hin zu ländlichen landwirtschaftlichen Kerngebieten, könnte die Gefahr nicht größer sein. Was ist ein Hitzedom? Ein Hitzedom ist ein meteorologisches Ereignis, bei dem ein Hochdrucksystem wie ein Deckel wirkt und heiße Luft unter sich einschließt. Diese stagnierende Luftmasse verhindert, dass die Wärme abgeführt wird, so dass die Temperaturen in die Höhe schießen und für längere Zeit, manchmal Tage oder sogar Wochen, erhöht bleiben. Das Ergebnis ist eine lang anhaltende Hitzewelle, die
Die menschliche Ausdauer und die Infrastruktur an ihre Grenzen bringen kann. Unter einer Hitzekuppel werden Abkühlungsmechanismen wie nächtliche Temperaturabfälle oder Brissen unterdrückt, sodass die Gemeinden unerbittliche Hitze ertragen müssen. Mehrere Faktoren sind für die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen in Indien und darüber hinaus verantwortlich. Klimawandel. Durch die globale Erwärmung steigen die Grundtemperaturen und schaffen Bedingungen, unter denen extreme Hitzeereignisse wahrscheinlicher werden. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und industrielle Emissionen beschleunigen diesen Trend, wodurch Hitzewellen heißer, länger und häufiger werden. Strahlstormanomalien. Der Jetstream, ein Band sich schnell bewegender Luft in der oberen Atmosphäre, kann in bestimmten Mustern stecken bleiben, was dazu führt, dass Hochdrucksysteme wie Heatdomes für längere Zeit über Regionen verweilen. Diese Anomalien treten mit der Erwärmung des Klimas immer häufiger auf. Urban Heat Island Effekt. In Städten wie Delhi, Mumbai und Calcutta absorbieren die Betonwüste die Wärme und strahlen sie ab, was die hohen Temperaturen noch verschlimmert. Das Fehlen von Grundflächen in Verbindung mit wärmerzeugenden Aktivitäten wie Autoverkehr und Industriebetrieben führt zu einem Mikroklima, in dem die Temperaturen um mehrere Grad höher sein können als in ländlichen Gebieten. Die menschlichen Auswirkungen extremer Hitze. Die Auswirkungen von Hitzewellen sind weitreichend und oft verheerend. Extreme Hitze verursacht nicht nur Unbehagen, sie kann auch tödlich sein. Allein im Jahr 2024 forderten Hitzewellen in ganz Indien über 100 Menschenleben und das Gesundheitsministerium meldete mehr als 40.000 Verdachtsfälle von Hitzschlag. Anfällige Bevölkerungsgruppen sind am stärksten betroffen. Die Armen. Einkommensschwache Gemeinden haben oft keinen Zugang zu Kühlungsmöglichkeiten wie Klimaanlagen oder sogar zu zuverlässiger Elektrizität. Viele leben in schlechter belüfteten Häusern oder informelle Siedlungen, die die Hitzeexposition noch verstärken. Arbeiter im Freien. Arbeiter, Straßenverkäufer, Landwirte und Bauarbeiter haben kaum eine andere Wahl, als unter extremen Bedingungen zu arbeiten, wodurch sie einem hohen Risiko von Hitzeerschöpfung und Hitzschlag ausgesetzt sind. Kinder und ältere Menschen. Kleine Kinder und ältere Menschen sind besonders anfällig für hitzebedingte Krankheiten, da sie nur begrenzt in der Lage sind, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Ländliche Gemeinden. Während städtische Gebiete mit dem Urban Heat Island Effekt konfrontiert sind, sind ländliche Gebiete nicht immun. Landwirte, die einen großen Teil der indischen Arbeitskräfte ausmachen, sind bei der Arbeit auf den Feldern über längere Zeit der Hitze ausgesetzt, oft ohne ausreichenden Schatten oder ausreichende Flüssigkeit
zuvor. Was wird getan, um die Krise zu bekämpfen? Die indische Regierung und die lokalen Behörden haben die wachsende Bedrohung erkannt und mehrere Maßnahmen zur Bekämpfung extremer Hitze ergriffen. Nationaler Aktionsplan zum Klimawandel. Der 2008 ins Leben gerufene Nationaler Aktionsplan zum Klimawandel umreißt Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels einschließlich der Vorbereitung auf Hitzewellen. Er legt den Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung, erneuerbare Energien und Klimaanpassung. Die Notwendigkeit langfristiger Lösungen. Auch wenn diese Maßnahmen ein Schritt in die richtige Richtung sind, reichen sie nach Ansicht von Experten nicht aus, um das Ausmaß der Krise zu bewältigen, da Klimamodelle vorhersagen, dass Hitzewellen immer häufiger und heftiger werden, braucht Indien robuste, langfristige Strategien, um seine Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Dazu könnten gehören Urban Greening, Ausweitung von Grünflächen, Anpflanzung von Bäumen und Schaffung von städtischen Wäldern, um den städtischen Wärmeeinzeleffekt zu verringern. Städte wie Bangalore experimentieren zum Beispiel mit Dachgärten und vertikaler Begrünung, um die städtische Umwelt zu kühlen. Klimaverträgliche Infrastruktur. Die Nachrüstung von Gebäuden mit hitzereflektierenden Materialien, die Verbesserung der Beleuchtung und die Gestaltung öffentlicher Räume mit Schatten und Wasserspielen können Städte bei Hitzewellen lebenswerter machen. Schutz gefährdeter Arbeitnehmer. Maßnahmen zur Durchsetzung hitzebedingter Arbeitsschutzmaßnahmen wie zum Beispiel obligatorische Pausen, Zugang zu Schatten- und Trinkstationen sind für Arbeitnehmer im Freien von entscheidender Bedeutung. Stärkung der Gesundheitssystem. Die Ausweitung des Zugangs zu medizinischer Versorgung bei hitzebedingten Erkrankungen und die Schulung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens für den Umgang mit Hitzeschlägen können Leben retten. Das größere Bild. Die zunehmende Häufigkeit von Hitzewellen und extremen Hitzeereignissen macht deutlich, dass der Klimawandel keine ferne Bedrohung mehr ist. Er ist da und verändert das Leben in Indien. Der Aufbau von Klimaresilienz ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern ein moralischer und praktischer Imperativ. Vom Schutz der am meisten gefährdeten Menschen bis hin zur Umgestaltung von Stadtlandschaften und dem Überdenken von Wirtschaftssystemen. Der Weg nach vorn erfordert mutige, koordinierte Maßnahmen auf allen Ebenen der Gesellschaft. So guys, how was this video? I hope you enjoyed the German news. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.